Hier, ich wollte eigentlich gerade dieses Schokotoast toasten. Aber dann ist dieser Pinökel hier abgebrochen, mit dem man den Toaster anmacht. Das muss ich jetzt erstmal reparieren. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Ja, und bis ich den Toaster repariert habe, da zeige ich dir erstmal, wie ich das Toastbrot gebacken habe. Ich beginne damit, am Abend vorher mein Anstellgut zu füttern. Wir brauchen am nächsten Tag 140 Gramm Anstellgut. Dafür verrühre ich hier 20 Gramm Anstellgut mit 80 Gramm Wasser und 80 Gramm Weizenmehl Typ 55. Mit einem Gummiband markiere ich mir die Teighöhe. Daran kann ich dann einfach erkennen, wie weit mein Anstellgut schon gereift ist. Wir machen heute einen Ausflug nach Japan. Dort ist das Schokopan, was übersetzt einfaches Brot bedeutet, fester Bestandteil des Frühstücks. Diese fluffige Art von Brot ist in Südostasien allgemein sehr beliebt, vor allem die verspielte Art, die Brote zu färben und mit Mustern zu verzieren. Ich zeige heute eine Variante mit Sauerteig. Wenn das Anstellgut reift und doppelt so hoch aufgegangen ist, wie die Markierung anzeigt, ist der ideale Zeitpunkt erreicht, mit den nächsten Teigen weiterzumachen. Und zwar brauchen wir 2 verschiedene Sauerteige, einen süßen Sauerteig und einen festen Sauerteig. Für den süßen Sauerteig gebe ich 40 Gramm Wasser, 40 Gramm vom reifen Anstellgut, 40 Gramm eines backstarken Weizenmehls mit einem Proteingehalt von mindestens 12% und 20 Gramm Zucker in ein Glas und verrühre alles. Zum Mehl, das wir heute verwenden, sage ich gleich noch etwas. Im Anschluss stellen wir gleich den festen Sauerteig her. Dafür gebe ich die Zutaten erst in eine Schüssel, um sie mit der Hand zu vermischen, da der Teig zu fest ist, um ihn mit einem Löffel umzurühren. Und zwar mische ich hier 40 Gramm Wasser mit 100 Gramm vom Anstellgut und 100 Gramm Weizenmehl, auch wieder mit einem Proteingehalt von mindestens 12%. Ich markiere mir wieder, wie hoch der Teig im Gefäß ist, um einfach zu erkennen, wann der Sauerteig um das Doppelte aufgegangen ist. Bei mir ist das nach etwa 7 bis 8 Stunden der Fall. Darum setze ich die beiden Sauerteige nicht am Abend vorher an, weil ich nämlich nicht um 5 Uhr morgens mit dem Backen anfangen möchte. Wenn du das Toastbrot machst, bedenke bei deiner Planung, wann du anfängst. Der Teig muss ja später auch noch für einige Stunden aufgehen. Ich fange damit mittags an und lasse das Brot über Nacht im Kühlschrank reifen, dann kann ich es am nächsten Vormittag backen. Etwa 8 Stunden später sind die beiden Sauerteige reif und wir können den Hauptteig machen. Dafür gebe ich hier 25 Gramm Wasser, 20 Gramm Sahne, den gesamten süßen Sauerteig und den gesamten festen Sauerteig in meine Rührschüssel. Um alle Zutaten richtig gut miteinander zu vermischen, rühre ich die flüssigen bzw. weichen Zutaten schon einmal mit dem Schneebesen glatt. Zumindest so glatt wie möglich. Dann kommen noch 20 Gramm Zucker, 120 Gramm Weizenmehl. Jeder weiß schon, was jetzt kommt. Ein Weizenmehl mit einem Proteingehalt höher als 12% und 5 Gramm Salz dazu. Die Zutaten erst in der Schüssel vermischen, bis sie zusammenhalten und den Teig dann auf der Arbeitsfläche in 10 Minuten zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Das sieht am Anfang zwar noch nicht danach aus, aber der Teig wird sehr weich. Ich möchte noch kurz etwas zum Mehl sagen. In Japan gibt es 2 Hauptsorten oder Typen von Mehl. Hakuri Kiko, das übersetzt Kuchenmehl heißt, einem Mehl vergleichbar mit einem Weizenmehl Typ 405 und einem Proteingehalt von 8,5%, der Name verrät es, Kuchen und Kekse zu backen. Die andere Type, Kyorikiko, das übersetzt starkes Mehl bedeutet, mit einem Proteingehalt von über 12%. Solch ein Mehl ist in Deutschland nicht im Supermarkt oder Discounter zu bekommen. Daher habe ich unterhalb vom Video 2 backstarke Alternativen mit einem hohen Proteingehalt verlinkt. Kann man das Schokopan auch mit einem Weizenmehl Typ 55 backen? Ja, kann man. Der Teig wird aber sehr, sehr weich und lässt sich ganz schön schwer hantieren. Wen das nicht stört, der kann es gerne ausprobieren. Mir sind damit schöne Toastbrote gelungen. Den Wasseranteil zu verringern würde ich aber lassen, da ansonsten der Effekt vom weichen, lockeren Toastbrot verloren geht. Nach 10 Minuten Kneten kommen noch 20 Gramm weiche Butter dazu. Den Teig dann noch so lange weiter kneten, bis die Butter vollständig eingearbeitet ist.
Das Fett der Butter wirkt auf die Glutenstruktur wie ein Messer und kürzt die Glutenketten. Das macht das Toastbrot später weicher. Den Teig allerdings auch. Den Teig anschließend in 2 gleich große Stücke teilen. Ein Stück davon gut einpacken und in den Kühlschrank legen. Wir brauchen noch den dunklen Schokoteig. Für den dunklen Teig werden 15 Gramm Wasser und 10 Gramm Kakaopulver zu einer Paste verrührt und dann mit dem zweiten Teigstück verknetet. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch ein Link zum beschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Den Teig auch gut einpacken und für 30 Minuten in den Kühlschrank legen. Der gekühlte Teig wird fester und lässt sich dadurch etwas leichter verarbeiten. Außerdem wollen wir die Fermentation etwas verlangsamen, bis wir mit den nächsten Schritten fertig sind, in denen wir den hellen und den dunklen Teig zu etwa 30 cm langen und 20 cm breiten Stücken ausrollen. Verwende beim Ausrollen ruhig ordentlich Mehl und löse den Teig immer wieder von der Arbeitsfläche, damit Luft darunter kommt. Das wirkt beim Ausrollen wie ein Luftkissen und der Teig klebt nicht oder zumindest weniger an der Arbeitsfläche fest. Sei so lieb und hilf dem Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben Knopf drückst. Das hilft mir wirklich sehr, weil dann das Video auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Sei auch so lieb und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! Teigplatten dann aufeinander legen und weiter auf etwa 50 cm Länge ausrollen. Leg die Teigplatte so rum hin, dass die dunkle Seite nach oben zeigt. Dadurch ist der helle Teig später außen. 1/3 vom Teig von oben zur Mitte hin einklappen, dann das andere Drittel von unten darüber klappen. Den Teig wieder gut einpacken und für 30 Minuten in den Kühlschrank legen. Okay, wir sind auf der Zielgeraden. Gleich ist es geschafft und der Teig ist verarbeitet. Das Teigstück mit der offenen Seite nach rechts zeigend auf die bemehlte Arbeitsfläche legen und zu einem 45 cm langen und 20 cm breiten Rechteck ausrollen. 20 cm breit deswegen, weil meine Backform so lang ist. Bei einer 24 cm langen Form den Teig dann halt 24 cm breit ausrollen. Größer würde ich in keinem Fall gehen, weil das Toastbrot ansonsten einfach viel zu flach wird. Entferne so viel Mehl vom Ausrollen wie möglich. Die Teigplatte dann von oben nach unten aufrollen. Von mir aus auch von unten nach oben. Und die Oberfläche mit einer Rasierklinge in schräg verlaufenden Bahnen 1 bis 2 mm tief einschneiden. Wenn alles gut lief, ergibt das später ein schönes gestreiftes Muster.
Teigrolle in die Form legen, abdecken und bei Raumtemperatur aufgehen lassen, bis die Form zu 90% gefüllt ist. Anschließend gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Je nachdem, wie spät es ist, kann man den Teig natürlich noch gehen lassen und dann backen. Ich decke die Form ab und stelle sie in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen nehme ich die Form dann wieder heraus und lasse den Teig aufgehen. Den Backofen rechtzeitig auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Für einen schönen Glanz verrühre ich hier ein Eigelb und 2 Esslöffel Milch miteinander. Die Oberfläche vom Brot damit dünn einpinseln und die Form in den Backofen stellen. Und zwar auf dem Gitterrost im zweiten Einschub von unten. Das Brot für 30 bis 35 Minuten backen. Anschließend herausnehmen, kurz abkühlen lassen, dann aus der Form stürzen und auf einem Gitter auskühlen lassen. Das war die falsche Seite. Da. Knopf ist wieder dran. Das war erstaunlich einfach. So, bevor ich jetzt frühstücken gehe, gucken wir uns doch noch mal das Toastbrot an. Und ich kann dir sagen, wenn du das auf den Frühstückstisch stellst, da freuen sich alle. Das sieht echt schön aus, oder? Also so wie das aussieht, so schön. So lecker schmeckt das auch. So, bevor der Nico jetzt frühstücken geht, verabschiede ich mich natürlich. Bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vor allen Dingen, dass du bis hierher mit mir zusammen durchgehalten hast. Vielen Dank für die großartige Unterstützung. Also, der Nico geht jetzt endlich frühstücken. Es warten nämlich schon alle da drin hier, dass ich endlich mit dem Toaster fertig werde und mit dem Toastbrot ankomme. Also, bis zum nächsten Mal. Vielleicht in diesem Video hier oder in diesem. Tschüss. Hier, Schokotoast machen gehen. Das ist mega, mega lecker. Das lohnt sich. Ciao.